Es gibt einige Bucketlist-Rides, also Touren, die man unbedingt gefahren sein will, bevor man den Löffel abgibt. Oder zumindest bevor man den Lenker aus der Hand gibt. Island, Nordkap, Paris-Dakar, Trans-Faragajan, aber nur eine, die tatsächlich mitten im Herzen dieses Kontinents liegt. Nur eine, die die höchsten Pässe auf dem Kontinent hat. Nur eine, die jedes Superlativ sprengt. 17 Pässe, 20.000 Höhenmeter auf knapp 700 Kilometern asphaltierte Motorradfahrertraum. Die Route de Grand Alpe. Seit ich 2020 das erste Mal die Höhenluft auf dem Col de Iseran geschnuppert hatte, wollte ich diese Tour unbedingt fahren. Von Thonon-les-Bains am Genfer See nach Menton am Mittelmeer. Es gibt in Europa dazu keine Konkurrenz. Unser Plan ist es, in 2 Tagen so schnell es geht, ohne Schweizer Maut an den Genfer See zu fahren und dann der Route de Grand Alpe bis ans Meer zu folgen, um auf der Rue Napoléon wieder zurück an die Schweizer Grenze zu fahren. Dieser Plan wird leider so nicht aufgehen. Wir werden vor einige Probleme gestellt werden, aber am Ende doch jeden Kilometer, den wir uns vorgenommen hatten, gefahren sein. Let's go! Es ist Anfang September, als wir uns diesmal, ganz untypisch für mich, zu viert auf den Weg machen. 2-mal mit, 2-mal ohne graue Haare. Das Durchschnittsalter unserer illustren Runde liegt bei Mitte 40. Wir sind also im besten Alter für alles, was passieren kann. Ja, das mit größeren Gruppen fahren, das ist natürlich immer so eine Sache. Der eine tippt noch auf dem Handy, der andere hat schon 3-mal gedrängelt, dass man losfahren will. Ist auf jeden Fall mal anders, aber ist auch schön. Wir haben 12 Tage Zeit und wollen deswegen vor allem am Anfang gut Strecke machen. Kaum Stau, kein Regen, wir kommen gut voran. Die sommerlichen Temperaturen und das gute Wetter machen auch das Autobahnfahren entspannt. 163 Kilometer, 1 Stunde 30. Kommen wir jetzt ins Fernsehen? Wir schaffen es am ersten Tag bis weit am Rhein, auch wenn wir vor Ort nur noch schnell was essen gehen können. Heute geht's ins normale Motorradfahren. Heute ist es nicht mehr Autobahnschrubben. Heute fahren wir einfach ganz normal auf Landstraßen und schon über die ersten kleinen Pässe bis zur Südseite des Genfer Sees. Es geht erst jetzt noch ein Stück durch Frankreich oder nach Frankreich rüber und dann durch die Schweiz und quasi wieder nach Frankreich rein. Und damit sparen wir uns natürlich jetzt auch die Vignette für die Schweizer Autobahn. Frankreich, 600 Meter. Das geht schnell. Wir überqueren den Rhein. Der folgende Tag führt uns durch die Schweiz. Dass die Schweiz nur Jahresvignetten anbietet, ist auch einfach eine Frechheit. Für einen Tag Transit sparen wir uns das und nehmen eine schnelle Strecke ohne Maut, erst kurz durch Frankreich und dann einmal quer durch die Schweiz. Willkommen in der Schweiz. In der Schweiz müssen wir jetzt natürlich höllisch aufpassen, dass wir hier nicht über die Geschwindigkeit kommen, weil erstens ist es absurd teuer, aber zweitens eskalieren die das halt auch schon irgendwie ab 3 Stundenkilometer drüber oder so. Also. Boah, ist das schon hier gigantisch. Und das sind nur die ersten Ausläufer. Das ist gut, ich kann das auch machen. Und auf jeden Fall traumhaft schön hier.
Bis zum Col du Chasseral macht das Fahren richtig Spaß. Immerhin haben wir das Stück durch Frankreich gut genutzt, um für eine Brotzeit einzukaufen. Keine schlechte Idee. Restaurants sind hier eher rar. Immer deutlich mehr gewürzt. Und nicht so fettig und gutes Fleisch drin. Den müssen wir nicht mehr einpacken, meinst du? Weil man von der Hauptstraße weg ist, ist man auf so hässliche LKWs los. Das ist echt schon viel, viel besser. Die Stimmung ist mega, was auch am guten Wetter liegt. Am Pass de Muginis stellen wir fest, wie viel Glück wir damit haben. Die Sonne scheint, aber die Straßen sind klitschnass. Welcome to France. Oh, oui, oui. Richtung Genfersee wird der Verkehr dann leider ätzend. In Evian-les-Bains, ja, das wo auch das Wasser herkommt, finden wir ein super nettes Hotel. Wir sind in Evian, Tournon oder sowas. Ist mega schön hier im Genfersee, ist ultra cool. Da vorne ist das Hotel, da hinter dem Springbrunnen gedöns. Aber leider ist es so, dass meine Kette ja komplett durchhängt und ja, das ist einfach nicht mehr schön und es ist halt leider auch so, dass die, wie man hier vielleicht sieht, ist halt leider auch halt einfach, sie ist halt auf Anschlag, halt jetzt schon auf Anschlag, aber ich werde jetzt einfach noch einen Moment nachspannen, weil so geht's nicht. Oh, jetzt! Und jetzt wie immer. Leider wird mich diese Kette auf der Tour nicht das letzte Mal beschäftigen. 30 Grad da hier. Das sind wir echt. Das ist ja interessant, noch was anzugucken. Ja. Der Genfer See zeigt sich jetzt heute nicht gerade von seiner besten Seite. Zumindest das Wetter ist heute morgen eher nieselerisch, regnerisch. Aber die Stadt hier, Evian, mit dem berühmten Wasser, ist auf jeden Fall traumhaft schön. Kleines süßes Ding, aber das Beste, wir haben hier im Hotel einen Australier getroffen. Einen Australier, der seine fucking Hayabusa einfach mal von Australien nach London verschifft hat und jetzt hier über Nürburgring ballert. Das Kennzeichen 00 Mad. Let's go. Der Genfer See. Wolkenverhangen. Am nächsten Morgen machen wir uns früh auf den Weg nach Tournon-les-Bains zum offiziellen Start der Route des Grands Alpes. Kilometer Zero. Route Grand Alpes. Ab hier starten wir direkt in die Berge. Die Landschaft überzeugt direkt mit beeindruckenden Aussichten, auch wenn wir erstmal nur im Tal entlang von Flussläufen fahren. So genial hier auf den ersten Kilometer. Das Wetter so ein bisschen besser wäre, dann wäre es natürlich noch ein bisschen schöner, weil man sich dann irgendwie ein-, zweimal ging mir schon das Vorderrad verlottern, weil das hier doch schon dann stellenweise noch sehr nass ist. Aber wenn das hier trocken ist, ist das die mega Rennstrecke. Unser erster Stopp ist natürlich eine Fromagerie. In Frankreich lohnt sich das einfach und man bleibt zum Mittag unabhängig von Restaurants und deren Öffnungszeiten. Boah, das ist jetzt schon mehr spektakulär hier an der Felswand entlang.
Col de Colombier. Colombier? Aperto, aber in Wolken. Col de Colombier. Colombia, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Der erste richtige Pass der Rudegrer Alp. Ich weiß nicht, wie gut man sehen kann, aber es ist schon schön hier oben. Und hier ist nichts los. Ich glaube, wir gehen jetzt mal Kaffee trinken. Kurz danach geht es dann direkt rauf zum Col de Colombier. Mit seinen fast schon niedlichen 1618 Metern ist man allerdings schon über 1000 Meter höher als am Startpunkt. Es ist hier zwar, soll ja eigentlich es könnte viel spektakulärer sein, hat man so den Eindruck, weil manchmal zwischen den Wolken lugen so die Spitzen von irgendwelchen riesigen Massivs raus. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer einfach. Ich glaube, es ist schon spektakulär, aber wahrscheinlich wäre es noch viel spektakulärer, wenn man halt die fetten Gipfel noch im Hintergrund sehen würde. Obwohl wir hier am Ende der Saison unterwegs sind, ist der Verkehr noch spürbar. Viele Orte bremsen einen aus und machen das Fahren unnötig anstrengend. Ich will gar nicht wissen, wie es hier in der Hauptsaison aussieht. Die grauen Wolken trüben die spektakuläre Aussicht etwas, aber es bleibt trocken. So erreichen wir kurz vor Mittag den Col de Aravis. Und es geht runter vom Aravis, Col de Aravis. Jesus, Digga. Das war jetzt zwar noch nicht knapp, aber hier auch ein bisschen anders überlegen. Weil es im Tal deutlich wärmer war, beschließen wir noch die Abfahrt zu nehmen und dann da unser Picknick zu machen. So. Mittag wurde abgehalten. Das Wetter hat sich leider nicht gedreht. Also, wenn gedreht, dann eher in die schlechtere Richtung. Es ist nasser, es ist kälter geworden. Also Unterstellen wäre prinzipiell auch in Ordnung. Zumindest um sich einen Pulli anzuziehen. Hier sitzen die Regenwolken so tief, dass man einfach mitten durch die Wolken fährt. So ein Wetter war es auch mal, als ich noch mit Annika über den Großglockner gefahren bin. Sie ist keine 3 Meter weit. Gut, 3 Meter siehst du schon, aber da hast echt nichts gesehen. Das wäre bestimmt eine sehr fantastische Abfahrt. Ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten raus. Nur unter den Wolken. Also das Gute ist, weil wir wieder im Tal sind, ist es wieder richtig warm. Zumindest so warm, dass es halt so nicht mehr den Eindruck hat, man friert. Die schlechte Nachricht ist, hier regnet es halt irgendwie noch viel doller. Die Wolken hängen da vorne halt auch noch richtig drin. Boah. Hätte man wahrscheinlich einen spektakulären Ausblick, wenn man denn was sehen würde. Auf der Anfahrt zum Col de Miralet sinken die Temperaturen dann auch wieder. Oh, der Stausee hier sieht wahrscheinlich bei gutem Wetter doch dreimal so spektakulär aus.
Richtig besser wird es dann erst wieder hinter dem Col de Roselind. Auf knapp 2000 Metern öffnet sich hier eine malerische Hochebene. Boah, ist das gigantisch. Die andere Seite wäre wahrscheinlich genauso gigantisch gewesen. Aber das war jetzt halt nur Wolken, Wolken, Wolken. Oh. Wie es da runterkommt. Geil. Und jetzt fahren wir hier über die Staumauer. Das ist ja geil. Jetzt hier in der Abendsonne das Bergpanorama. Ein Träumchen. Jetzt sind wir hier heute Abend in irgendeinem Skigebiet gestrandet. Es ist hier nur Hotels. Alles ist tot. Bis auf das eine Hotel, in dem wir jetzt gestrandet sind. Plus hier ist noch so eine Truppe Motorradfahrer, irgendwie nochmal 5 Leute angekommen. Denen geht's genau wie uns. Später angekommen, hungrig. Es gibt 3 Optionen zum Essen, die wahrscheinlich auch alle arschteuer sind. Das Bier an einem Hotelbar sollte 8 € kosten. Das haben wir uns jetzt erstmal geschenkt. Wir gehen jetzt noch was essen. Ich meine, das Panorama ist genial. Man steht hier irgendwie mitten in so einem Talkessel und ist trotzdem auf 2100 Metern. Hier drüben kann man noch so ein bisschen... Ja, das sieht man auf der Kamera jetzt wahnsinnig schlecht, aber sieht man noch so einen Gletscher. Ist schon cool. Leider ist das Wetter mies, leider soll das Wetter auch mies bleiben. Ja, da müssen wir mal sehen. Wir haben jetzt hier eine Nacht gebucht, es soll morgen, ist hier angesetzt, zumindest so bis mittags 9 Grad und Regen. Der Hotelier erklärt uns noch, dass hier alles schon zu hat, weil auch der Bikepark letzte Woche geschlossen hat. Und jetzt 3 Wochen Pause sind, bevor Mitte Oktober die ersten Skifahrer kommen. Dasselbe Bier, aber das mal nicht französisch mitsingen. We had a serious discussion before because it's maybe my last summer here. I own the hotel for 12 years. Guten Morgen aus Tignes, wie auch immer. Da unten stehen die Bikes. Es regnet in Strömen. Es regnet seit der Nacht absolut in Strömen. Es regnet Bindfäden. Es ist noch nicht ganz, aber 9 Grad oder sowas. Es ist kein geiler Tag, sagen wir es so. Es ist kein geiler Tag. Ich habe auch noch vom Ricard gestern Abend auch noch einen Meter Schädel bekommen. Aber ich gehe jetzt mal zum Frühstück. Die anderen sind schon da. Und dann beschratschlagen wir mal, wie wir heute fahren. Ich denke mal, wir werden irgendwie versuchen, ein Stück so zu fahren, dass wir aus dem Regen kommen, falls es klappt. Auf jeden Fall nicht der geilste Tag der Reise, aber das gehört halt auch dazu. 3 Stunden später und keine Erinnerung. Also dafür alle Klamotten an, die man hat. Wir werden jetzt mal gucken. Immerhin sieht so die Tendenz aus, dass der Regen so quasi, wir fahren so gegen den Regen, jetzt dann quasi uns entgegen. Das heißt also irgendwann werden wir heute vielleicht nochmal ins Trockene kommen. Zumindest so kurzweilig, bevor wir dann vielleicht eine andere Unterkunft an einem besseren Ort gefunden haben. Aber heute ist auf jeden Fall erstmal Regenfahrt mit allem, was man so hat. Ich fühle mich wie ein Michelin-Männchen. Aber der Regen hat jetzt zumindest kurzweilig nachgelassen. Oh, ja, gleich nochmal. Komm. Griffheizung schon mal vorsorglich an. 7 Grad.
Na, das wird jetzt ja heute nochmal spannend, weil auf dem Schild gerade stand Col de Isera fermé. Man sieht hier echt, wie die Massen den Berg runterkommen. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sieht, ist so weit weg. Aber das ist der Wahnsinn. Die haben jetzt den Iseran zugemacht. Das ist ein bisschen ärgerlich für uns, weil wir natürlich in Susa jetzt schon ein Hotel gebucht haben. Wir werden jetzt einmal gucken, ob wir Erfahrung bringen können, wie lange der jetzt gesperrt ist. Und dementsprechend entscheiden wir dann, ob wir über die Autobahn weiterfahren. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig geiler, nasser Regentag heute. Ja. Boah, kommt das da runter. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir jetzt einmal gucken, da wo die den Pass sperren, oder die zu viert gesperrt haben, ob wir da irgendwas in Erfahrung bringen können. Das Internet sagt auch, es ist irgendwie es ist offen. Wir jetzt in Erfahrung bringen können, ob die den Iseran jetzt aufmachen oder nicht, ob der heute nochmal wieder aufgeht oder erst morgen oder vielleicht gar nicht in den nächsten 3 Tagen oder sowas. Und wenn wir jetzt heute nicht rüberkommen, dann werden wir wahrscheinlich einen großen Umweg mit der Autobahn fahren. 200 Kilometer. Ja, wir haben es jetzt einmal versucht, da hochzufahren. Dann kam uns gleich irgend so ein Bauarbeiter, so ein Truck entgegen, der hat uns gesagt, ja, nee, da ist irgendwas runtergekommen. Maybe tomorrow. Col de Isera wieder offen. Es ist uns jetzt aber zu blöd, das in dem Risiko einzugehen. Der Regen lässt nicht nach. Und dann ist auch noch der Iseran gesperrt. Wir harren noch bis nach dem Mittag aus, aber es hat keinen Zweck. Damit wir irgendwie noch nach Susa kommen, klemmen wir uns auf die Schnellstraße. Bei Albertville kommt dann wieder die Sonne raus und wir beschließen doch wieder auf unsere eigentliche Route abzubiegen. Wir sind jetzt, 30 Kilometer vor Albertville oder so. Auf der Bundesstraße und zumindest aus dem Regen raus. Temperaturen nähern sich auch wieder eher den 20 Grad anstatt den 10 Grad. Herrlich. Man sieht hier richtig krass, ich weiß nicht, ob man es durch die Bäume erkennt, aber man sieht hier richtig krass, wie hoch die Flüsse stehen, wie hoch das Wasser, wie viel Wasser da aus den Bergen kommt. Was für reißende Ströme das mittlerweile sind. Hier sieht man es jetzt ein bisschen. Am Col de Telegraphe machen wir nur eine kurze Pause, dann geht es weiter zum Col du Galabier. Wir haben den Col de Telegraphe schon hinter uns gelassen. Fahren jetzt schon nach den Zufahrtsstraßen zum Col de Galibier. Es ist ouvert. Tunnel ouvert, Col de Galibier ouvert. Oder ouvert. Das Panorama spielt schon mal voll mit. Die Wolken da hinten leider nicht so. Was für ein Tal. Was für eine absurde Mondlandschaft. Dieses felsgrüne Vegetation. Ich meine, es ist doch nicht Mondlandschaft mäßig, dass hier wirklich kein grüner Grashalm mehr wächst, aber boah, das ist schon echt ganz anders. Wie absolut fantastisch das sein muss, wenn man jetzt halt hier ein bisschen mehr gucken könnte.
Raté. Das Wetter könnte zwar besser sein, aber es ist trocken und wir haben die Straßen ganz für uns allein. Ich hoffe jetzt bei dieser Fahrt, dass meine Hinterradbremse nicht wieder aufgibt. Aber hey. Hope for the best. Absolut toll hier. Und jetzt scheißkalt, das muss man auch sagen. Also es friert noch nicht, aber es fühlt sich so an. Wir folgen der Route weiter über den Col du Lautaret und biegen dann bei Briançon nach Osten ab. Meine Fresse, kann man das hier fliegen lassen, wenn man das denn will. Uiuiui. Oh, ist das gigantisch. Über den Mont Genèvre erreichen wir bei jetzt wieder sommerlichen Temperaturen Susa. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier ist ein gigantischer Regenbogen. Und ja, ich habe schon wieder gigantisch gesagt, aber er ist wirklich groß. Was für ein Himmel. Wahrscheinlich sieht man das auf der Kamera nicht so richtig gut, aber wie schön. Ein super malerischer Ort mit dem besten Biker-Hotel, das ich kenne. Wir essen typisch italienisch. Spät, aber ausgiebig. Leider lässt mir die Kette immer noch keine Ruhe. Wir sind hier übrigens in voll dem übertrieben coolen Biker-Hotel, Hotel Napoleon in Susa. Ich schau mal, ob ich das jetzt euch nur so einmal zeigen kann. Aber hier ist so voll, da ist links noch so ein Waschplatz und so eine Chill-Ecke. Und hier kann man halt so perfekt seine Bikes parken und alles. Das ist total mega. Aber dadurch, dass ich wieder mit meiner Kette rumspielen musste, warten die anderen jetzt, deswegen muss ich jetzt da leider raus. Die Kette ist übrigens an einer Stelle viel zu lose und an einer Stelle viel zu tight. Also, keine Ahnung, entweder reißt sie mir jetzt oder springt mir halt irgendwann ab. Vor uns liegt heute ein Tag voller einmaliger Highlights. Col de Mont Genèvre oder so ähnlich. Heute ist auf jeden Fall das Wetter richtig, richtig gut. Was für ein Massiv. Auch das Wetter spielt heute das erste Mal richtig mit. Wir wollten unbedingt im Hotel Napoleon übernachten und müssen deswegen erstmal wieder zurück nach Frankreich. Bei Briançon geht es zurück auf unsere eigentliche Strecke und direkt rauf zum Isoar. Das sieht schon echt hammermäßig aus. Der Pass auf seinen fast 2400 Metern gilt als landschaftlich schönster der gesamten Route. Mondlandschaft denkt man hier an jeder Ecke. Aber es gibt kaum andere Worte, mit denen man diese absurde Geröllwüste beschreiben kann. Hier staunt man, egal in welche Himmelsrichtung man gerade blickt. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Das ist sowas von genial hier oben. Also, ist nicht umsonst so, man liest, dass das hier quasi der schönste Pass sein soll. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, aber hey, das ist die Aussicht hier in beide Richtungen. Das ist dermaßen
dermaßen einfach nur wow. Also das lohnt sich hier auf jeden Fall herzukommen, nur deswegen könnt ihr den halt auch wirklich einfach nur fahren. Ich frage mich, ob es auf dem Galibier genauso gigantisch gewesen wäre, wenn wir gestern nicht so mieses Wetter gewesen hätten, aber das hier ist entschädigt dafür. So ziemlich alles. Wahnsinn. Gott, was für eine Aussicht. Auch auf der Abfahrt die Südrampe hinunter kommt man aus dem Staunen kaum heraus. Hier will man wirklich gar nicht so schnell langfahren. Was außerdem auffällt, es sind wahnsinnig viele Motorradfahrer unterwegs. Darunter extrem viele Tiefflieger, die es hier richtig krachen lassen. Absoluter Wahnsinn. Das Wetter macht auch so mit. Wie absurd grün das jetzt aussieht. Ich weiß, das mag jetzt sich irgendwie merkwürdig anhören, aber es ist schon ein bisschen so. Ich liebe ja so einfach rohe Tunnel, wo einfach so nichts drin ist, einfach nur in den Fels geschlagen. Ich finde das irgendwie so geil. Am besten noch, wenn es halt eigentlich schon total trocken ist, aber wenn da halt noch das Regenwasser von den Tagen vorher oder halt einfach Wasser von oben dann durch die Steine kommt und da so runter tropft, das ist einfach geil. Das ist einfach so raw. Beim Mittag suchen wir nach einer Unterkunft in Barcelonette, geben das Unterfangen aber erstmal wieder auf, weil wir absolut gar nichts finden. Ganzes Chalet, 250 Quadratmeter. Sind die bescheuert? Für 3.500 €. Du wolltest uns doch eh mal eine Unterkunft ausgeben. Dann würden wir das nehmen. Weiter geht es auf den Col de Vars. Über 1000 Höhenmeter erklimmt man auf der kurvigen Nordrampe, bevor man den im Vergleich zum Isoar unspektakulären Scheitelpunkt erreicht. Dafür bietet die Hochebene aber einen tollen Blick auf die umliegenden, meist über 3000 Meter hohen Gipfel. Als wir Barcelonette erreichen, sehen wir dann auch den Grund für die Unmengen Motorradfahrer. Das Alps Adventure Motor Festival. Okay, das erklärt, warum es einfach in Barcelonette kein Hotel mehr gab und warum hier so die Hölle los ist. Hier ist einfach ein Motor-Festival. Boah, ich weiß nicht, was dieser LKW geladen hat, aber das stinkt bestialisch. Wir buchen uns also notgedrungen ein Hotel am Lac de Serpentchon. Landschaftlich auch ein absoluter Traum. Boah, das ist hier wirklich... Und es ist doch ein Stausee. Ha. Da meine Kette den ganzen Tag geschliffen hat, starte ich einen letzten Versuch, das ausgeleierte Ding so zu spannen, dass es bis zurück nach Hause hält. Jetzt schleift die Kette total, vor allem wenn ich da drauf sitze. Also alles auf Anfang. Mission heißt jetzt Kette so hinkriegen, dass sie im Fall, wenn sie am engsten sitzt, dass sie dann ein bisschen enger sitzt, als sie eigentlich optimalerweise sitzen sollte. Und dann hat sie quasi ja noch eine Stelle, an der sie dann sehr lose sein sollte. Und das kann dann halt einfach ein bisschen hängen.
so wie es sich halt ergibt. Ja, wir wollen rein, das heißt, hier geht's von oben. Das Bike ist geparkt. Das heißt, es war so, ich würde schon sagen erfolgreich. Ich weiß noch nicht, ob semi-erfolgreich oder erfolgreich, aber auf jeden Fall ist, ich glaube, Schadensbegrenzung jetzt dran. Ich hätte es jetzt so eingestellt, dass sie quasi relativ lose ist, aber halt am engsten Punkt vielleicht so ganz minimalmäßig schleift, wenn ich drauf sitze. Sodass sie dann halt eben möglichst wenig jetzt verschleißt und dass man jetzt einfach noch möglichst viel draufpacken kann. In der Hoffnung, dass sie einfach durchhält. Das Schönste ist eigentlich, neben dem Moto-Festival scheint sich auch noch irgendwie mehr um Fahrzeuge zu drehen. Also man sieht das jetzt wahrscheinlich gegen das Licht einfach schwer, aber hier sind einfach super viele Oldtimer, schöne Enten oder ist hier diese Citroëns angekommen. Das ist auf jeden Fall hier ein größeres Ding und wir wussten einfach von nichts. Und der Sponsor dieses Videos bin mal wieder ich. Unter bennetsmototours.com findet ihr die GPX-Files zu allen meinen Reisen und Bildbände zu den größten Reisen. Und das sind Rumänien, Griechenland, Albanien, Montenegro und die Jadranska Magistrala und die Pyrenäen. Jeder dieser Bildbände hat auf der letzten Seite einen Code, mit dem man sich die GPX-Files umsonst im Shop runterladen kann. So kann sich dann auch ein Beschenkter einfach die GPX-Files zu seinem Geschenk dazu holen. Und natürlich könnt ihr auch alle 3 zusammen kaufen, dann gibt es nochmal ordentlich Prozente. Und wenn das vielleicht nichts für euch ist, als Geschenk lohnt sich sowas immer. Dadurch, dass jetzt hier das Festival ist, werden wir jetzt nicht mehr Route Grand Alp fahren. Also zumindest jetzt nicht runter, weil jetzt irgendwie am Bonnet und Galibier und sonst was da jetzt alles in der Gegend ist um Barcelonnette, da ist jetzt die Hölle los. Und mit so viel Wahnsinnigen wollen wir uns eigentlich nicht die Fahrbahn teilen. Deswegen machen wir jetzt das, was wir eigentlich auf dem Rückweg vorhatten. Wir fahren jetzt rüber zur Route Napoléon und fahren jetzt die Route Napoléon da Richtung Cannes. Mal gucken, wie weit wir kommen, aber hoffentlich bis ans Meer. Und gucken dann, dass wir morgen vielleicht ein bisschen am Meer bleiben, ein bisschen Monaco machen oder irgendwie sowas, dass wir da einfach ein bisschen rumdümpeln. Es soll sowieso eher schlechtes Wetter sein, von daher müssen wir sowieso mal sehen, was wir morgen machen. Und auf jeden Fall wollen wir dann halt in Menton quasi auf dem finalen Punkt der Route Grand Alp wieder einsteigen und dann den Stück, das wir heute auslassen, dann Richtung Norden hochfahren. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Heute ist auf jeden Fall ein geiler Fahrtag. Was waren die denn unterwegs? Auch wenn wir uns auf der Route Napoléon immer weiter vom Hotspot um das Festival entfernen, treffen wir immer noch an jeder Ecke Adventure-Fahrer aus ganz Europa. Die Strecke ist landschaftlich nicht mehr ganz so spektakulär, lässt sich dafür aber unglaublich gut fahren. Also vom Fahren und vom Fliegen lassen ist das hier auf jeden Fall jeden Kilometer wert. Also wer hier richtig Gas geben will, dem sei die Route Napoléon ins Herz gewachsen. Man kommt hier zwar nicht über tolle hohe Berge, ich glaube das höchste, was ich gesehen habe, waren 1400 und fährt halt hier immer ständig Richtung Peter. Schöne Sachen hast du ausgesucht. Schön Käse. Käsebrett. Ja. Damit ich die Wurst schneiden kann. Ach so. Da sind ja noch so Salzkristalle drin hier, ne? Oh, ein ganz bisschen Salz bräuchte ich. Boah, was für eine Schlucht. Also zum Fahren, fahrtechnisch
kein Gas geben, langgezogene Kurven, das ist gut in Napoleon, ist einfach, es ist landschaftlich schön, es ist nicht gigantisch. Aber es ist sehr, sehr schön und vor allen Dingen kann man das halt richtig schön ausfahren. Willkommen in Grasse, der Welthauptstadt des Parfüms. Zumindest nach eigener Aussage. Welcome in Cannes. Cannes kenne ich ja eigentlich auch nur aus Filmfest, von den Filmfestspielen. Und nach den Filmfestspielen gibt es hier auch noch Werbefilmverleihungsgedöns. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was in Cannes sonst ist, außer Strand. Und natürlich ein bisschen Schickeria. Das ist wahrscheinlich, das ist es dann auch. Reichen Ort. Der Reichen. Wo man sagen muss, jetzt in dieser Saison, es war jetzt nicht teurer als das, was wir in den Bergen dort bezahlt haben. Und es ist bedeutend besser. Also das Hotel hat es deutlich besser ausgestattet, deutlich moderner, was wir jetzt bekommen haben. Aber eine Petition, ich möchte nicht nochmal in eine Stadt ohne Google reinfahren. Wir sind so rumgekurbt, das System hat die ganze Zeit Google immer nur Minuten wieder draufgepackt. Also Google war auch nicht damit einverstanden mit der Tour. Nee, so gar nicht. Dieser orangenen Hose. Hier ist Samstagabend. Es ist natürlich die Hölle los. Ich muss ehrlich zugeben, ist gar nicht so mein Favorite oder gar nicht so mein Typ. Ich glaube, ich wäre hier gar nicht irgendwie hingefahren, wenn das nicht irgendwie jetzt irgendwie auf dem Weg lag und man wollte natürlich auch noch mal ins Meer springen. Also es ist schon krass. Die Meile hier ist cool und die Yachten davor, das macht natürlich auch schon einiges her. Das reizt einen jetzt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht warum. Nicht so meins. Das ist ein Schaulaufen, das ist der Wahnsinn. Du kannst die ganze Zeit sitzen und nur Leuten irgendwas zugucken. Es ist schon eine andere Welt. Also das muss man halt echt sagen. Es ist schon einfach so ganz anders, als man das halt sonst irgendwie, keine Ahnung, gewohnt ist oder so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich das auch noch nicht gewohnt. Auf jeden Fall, es ist ein Erlebnis wert. Ich weiß nicht, ob man es zweimal braucht. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir heute trotz super megamäßigem Regentag zumindest weiterfahren die Küste hoch. Es hat so eine Mischung aus Nieselregen. Entweder nieselt's oder es plattert halt wie der Wahnsinn. Wir haben eher Bock, dass wir noch ein bisschen Gas geben, um dann einen guten Start für morgen zu kriegen, dass wir morgen dann potenziell wieder bis Barcelona fahren können. Und jetzt heute dann quasi an der Küste bis Menton fahren, bis zum offiziellen Ende der Route de Grand Alpe. Mal sehen. Erstmal warten wir jetzt noch mal ein bisschen ab, wie sich der Regen so entwickelt. Dann fahren wir einfach mal. Der Regen wird nur leider so heftig, dass wir erstmal gar nichts machen. Die Besitzerin vom Hotel ist aber super lieb und lässt uns einfach in der Lobby ausharren. Wir schlagen die Zeit tot, so gut es eben geht. Du kennst mich aus, wer ist denn die Melodie vom Film? Das ist Audrey Hepburn. Ja? Ich würde sagen ja, aber es könnte auch eine französische Schauspielerin sein, die hier sehr ähnlich sieht. Aber wenn ich raten möchte, würde ich das sagen. Ja, James Dean oder James Dean? kenn ich ja. Ja, ich würde auch Audrey Hepburn tippen. Ja? Als der Regen dann endlich etwas nachlässt, starten wir Richtung Osten. Let's roll. Bye bye. Ah, sie ist ja herzallerliebst gewesen. Die Chefin da. Aber man merkt, es tropft
fällt nur noch ganz leicht, auch wenn es jetzt noch grau und nass ist. Also hier reiht sich wirklich irgendwie ein Ort nach dem anderen. Es gibt hier nur irgendwelche Ortsschilder, die wieder irgendeinen anderen Namen haben. Ich meine, klar, irgendwie war es zu erwarten, es ist die Côte d'Azur, es ist irgendwie alles vollgebaut, was halt irgendwie auch nur ansatzweise an der Küste liegen könnte. Echt schön. Wenn da vorne nicht so ein Schleicher wäre, wäre es wahrscheinlich auch noch ein bisschen schöner zu fahren. Wir kämpfen uns die Küste entlang, Ort für Ort für Ort. Nice. Ein Gutes hatte der Regen aber. Es ist fast gar nichts los. In der Hauptsaison muss hier die Hölle los sein. Das ist auch kein Wunder, wenn man sieht, wie jeder Quadratmeter in Monaco zugebaut wurde. Steuerflucht lässt grüßen. Oh, das ist dann schon wieder richtig feudal hier. Ach, das ist dieses, der Louis XVI., keine Ahnung, fancy über Adresse, beste Adresse am Platzgerät. Wo man die ganzen Aufnahmen von den Supercars entstehen für Instagram und so eine Späße. Wir halten noch kurz am Hafen, wo immer die Formel-1-Strecke lang geht. Dann sehen wir zu, dass wir die letzten Kilometer bis nach Menton fahren. Meine Fresse, ist das hier alles zugebaut. Da bauen sie dann hier so einen Tunnel rein über die Straße. Auf den Tunnel bauen sie was drauf. Absoluter Wahnsinn. Menton, die nach eigener Aussage selbsternannte Perle Frankreichs. Also bisher tatsächlich nicht übertrieben. Man sieht es nicht richtig, aber vielleicht später noch. Hier die Altstadt, traumhaft schön beleuchtet. Der Strand ist total übersichtlich. Da hinten ist gleich die Grenze zu Italien. Also es ist hier wirklich absolut traumhafte Promenade. Und alles picobello. Und dafür halt nicht solche Bettenbunker, gewaltiger Hotel und alles so riesig. Ich meine, du hast ja auch welche, aber trotzdem alles sehr übersichtlich und schön. Beleuchtete Altstadt, eine schöne Kirche. Das ist schon echt nett hier. Naja, jetzt gehen wir mal was essen. Wir laufen noch etwas durch die Stadt und an der Promenade entlang. Dann geht's ins Bett. Andern Tags lasse ich es mir aber nicht nehmen, noch einmal bei bester Sonne ins Mittelmeer zu springen. Herrlich, die Côte d'Azur begrüßt uns dieses Mal mit Sonnenschein. Wir fahren jetzt noch die kurze Strecke zur Innenstadt und die Küste zum Start oder beziehungsweise Endpunkt der Route Grand Alpe. Es ist im Wesentlichen auch der Kilometer Zero, der gleiche wie in Tournon. Was irgendwie sehr witzig ist, also es ist egal von welcher Richtung man anfängt, man fängt immer mit dem Kilometer Zero an. Ja, und so schnell hat man das Meer dann auch schon wieder hinter sich gelassen. Wir sind jetzt gerade über den Col de Collini. Wir fahren von Süden nach Norden natürlich. Das ist hier die Abfahrt auf der Nordrampe. Gestaltet sich also relativ entspannt. Das ist hier auch noch nicht so hoch. Ich weiß nicht, das waren jetzt nicht mal 1000 Meter. Wahnsinn. Wir sind hier auf der Auffahrt oder Zufahrt zum Col de Turini. Das ist landschaftlich total gigantisch. Fahrerisch natürlich hier
kleinen Kurven auch echt schön. Die Straßen sind klein und die Kehren extrem eng. Unser erster Stopp ist der legendäre Col de Turini, vor allem bekannt von der Rallye Monte Carlo. Das Wetter ist im Gegensatz zu gestern ein absoluter Traum und wir genießen das Fahren bei sommerlichen Temperaturen in dieser Landschaft umso mehr. Oh, das hast du durchgebrochen. Also das ist hier schon echt von der Kurvigkeit her, vom Fahren, das ist schon, das sucht seinesgleichen. Es ist nicht wahnsinnig hoch, landschaftlich schön, ist nicht spektakulär, aber vom Fahren her, hier kannst du rauf, runter, also aber wenn man hier zu Hause ist, kann man es auf jeden Fall schaffen, seine Reifen gleichmäßig abzufahren und nicht nur immer in der Mitte am Ende zu sein. Das ist hier landschaftlich der absolute Wahnsinn. Also hier wünscht man sich jetzt schon eine rote Drohne für diese roten Felsen. Das wäre wahrscheinlich absolut mega aussehend. Naja, Col de la Coyol. Vermute ich, dass das so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hier Felsen lang. Schon sehr, sehr geil. Nach dem Mittag heißt der zweite Stopp Col de la Coyol. Hier ist es noch angenehm warm. Weiter Richtung Norden merkt man, dass die Alpen auch immer höher werden. Boah, ist das schön. So, wir sind auf den letzten Metern, kann man so sagen, 66 Kilometern. Von Guillaume heißt der Ort, glaube ich. Gab es jetzt nochmal eine kleine Tankpause. Und jetzt fahren wir auf die Zufahrt, auf die Südrampe vom Col de Coyol. Und dann geht es runter nach Barcelonnette. Und dann nochmal wieder ein Stück raus nach Jauziers zum Hotel. Das hier ist ja irre. Also das ist, du bist hier keine 3 Meter raus und bist in diesem Tal. Traumhaft. Traumhaft. Boah, ist das
absolut gigantisch hier. Es ist mal wieder so wirklich, kommt hier einfach Stück für Stück höher. Bei jeder Kehre ist die Aussicht nochmal anders. Nochmal ein Stück beeindruckender. Boah, geil. Ich liebe sowas. Was für eine Landschaft. Ist das schön. Die Landschaft wechselt wieder und wird absolut atemberaubend. Auf dem Col de Caillol sind wir wieder auf gut 2000 Metern unterwegs. Halleluja. Oh, das ist wahnsinnig schön hier oben, aber der Wind pfeift hier dermaßen durch. Es ist schweinekalt. 10 Minuten wurden gestanden. Wir sind einfach durchgebrochen. Es ist mittlerweile später Nachmittag und die Sonne steht schon leicht hinter den Bergen. Bei dem Wind ist es deutlich kälter als noch am Morgen am Mittelmeer. Die Abfahrt nach Barcelonnette macht dafür dann richtig Spaß. Boah. Diesen Felsen lang, das ist einfach geil zu fahren. Das ist einfach geil zu fahren. Heute Morgen noch fast bei 30 Grad. Ist es jetzt hier schon fast unangenehm kalt. Ja, keine Ahnung, 8 Grad, 9 Grad, wird bestimmt noch kälter. Heute auf dem Col de Caillol waren es 7 oder 8. Auf jeden Fall sehr, sehr kalt, aber die Kulisse ist mal wieder traumhaft. Für morgen werden wir jetzt wahrscheinlich doch weiterfahren, als wir dachten oder als wir ursprünglich mal gedacht haben. So wie es uns hier ein paar Kumpels oder ein paar auch Motorradfahrer gesagt haben, die sind heute über den Mont-Cenis gefahren. Wenn wir quasi wieder bis nach Susa fahren, dann über den Mont-Cenis und dann tatsächlich noch das letzte Stückchen Route de Grand Alpe, das uns für diese Reise fehlt, das wir ja aufgrund der Sperrung auslassen mussten, über den Iseron rüber. Da werden wir uns wahrscheinlich dann irgendwo was suchen. Mal sehen, wenn wir vielleicht ganz viel Lust haben, fahren wir noch über den kleinen St. Bernhard und schlafen im Austertal. Aber das wird ein bisschen morgen der Welt erscheinen. Jetzt gibt es erstmal hier Essen in Le Flocons, kurz hinter Barcelonnette. Und habt ihr beide Lasagne gegriffen? Da vielleicht? Ja. Und ihr habt ja auch ein bisschen gewartet. Bei Hotel Le Flocon, Les Flocons. Wir sind jetzt hier auf 1300 Metern. Und über den Isoar heute wird es auf jeden Fall noch mal kälter. Hier geht es nochmal locker 1000 Meter höher. Ja, und dann fahren wir erstmal nach Susa rein. Und dann entscheiden wir noch, ob wir über den Iseron fahren. 9 Grad. Und das ist ein Tal. Gut, es wird heute Nachmittag wärmer, aber wenn man sich überlegt, dass wir diese Strecke letzte Woche irgendwie gefahren sind, da war es hier auf jeden Fall noch richtig Sommer. Vielleicht kommen wir ja gleich wieder in die Sonne. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
Wir fliegen erst über den Col de Vars, werden dann aber mal wieder vor Probleme gestellt. Oh, das Wasser steht hier aber ganz schön gut hoch. Keine Ahnung, ob das so soll. Hat aber auf jeden Fall viel geregnet. Die Straße zum Izoard ist gesperrt und wir müssen einen Umweg den Berg hinaufnehmen. Tja, da ist die Straße zum Izoard gesperrt, aber das geht jetzt hier hoch nach Montbardon oder so ähnlich. Da ist auch eine Fromagerie, vielleicht können wir da noch was einkaufen. Das Eigentliche ist, die Strecke runter von Montbardon die führt dann wieder direkt auf die eigentliche Straße, die wir fahren wollen. Die ist zumindest bei Kalimoto als Waldweg deklariert. Die alternative Strecke ist winzig und geht steil am Hang hinauf, nur um dann oben in einen Schotterweg überzugehen. Schotter, das war die Absprache in der Gruppe, sollten wir eigentlich meiden. Aber jetzt sind wir halt hier oben und da müssen jetzt alle durch. Die Strecke ist aber harmlos und lässt sich auch mit Straßenreifen problemlos bewältigen. Sie ist sogar so einfach, dass Aufstehen totaler Overkill wäre. Ja, und das war's dann auch schon. Recht übersichtlich. Aber so kommt man halt auch an so Flecken, wo man sonst halt niemals abgebogen wäre. Beziehungsweise zumindest nicht, wenn man sich jetzt nur vornimmt, die Route Grand Alp zu fahren. Ich finde sowas halt, das ist einfach geil. Ich glaube, ich würde eine ganze Tour nur so machen. Nur dieses Asphaltschrubben. Das ist, also mir geht es gar nicht um die sportliche Herausforderung, mir geht es darum, dass man hier ist, hier irgendwo in so einer kleinen Scheißstraße, wo keine Sau sonst hinfahren würde. Jupp. Nach einer halben Stunde ist alles vorbei und wir sind wieder auf der Südrampe vom Izoard. So. Nach dieser kleinen Detour sind wir wieder on track. Zum Mittag halten wir wieder am genau gleichen Tisch wie ein paar Tage zuvor, bevor wir oben auf über 2000 Metern wieder mit der einzigartigen Wüstenlandschaft belohnt werden. Von der Seite ist das auch echt nochmal richtig spektakulär. Wir haben es wieder nach Briançon geschafft. 2 von 4 müssen noch da Apotheke noch irgendwas für die Nase einkaufen, aber jetzt ist es vor allen Dingen erstmal nur noch ein Stück nach Susa und dann überlegen wir mal, ob wir noch über den Izoard fahren. Auch durch Susa kommen wir auf dieser Tour zum zweiten Mal. Diesmal halten wir allerdings nur für einen schnellen Kaffee. Ach du schönes Susa. Die Stadt ist auch echt ein absoluter Traum. Tief gelegen, eingerahmt von Bergen. Top-Motorradanbindung. Top-Motorradhotel. Hotel Napoleon. Wir wollen das gigantisch gute Wetter nutzen und den Col de Izoard heute noch ansteuern, bevor das Wetter morgen wieder bewölkter sein soll. Dafür müssen wir aber erstmal zurück nach Frankreich. Und das geht am besten über einen der meiner Meinung nach schönsten Pässe Europas, den Mont Cenis.
Welcome to Mont-Cenis. Zumindest den Teil der Staumauer, wie man schon sieht. Da geht es jetzt gleich quasi rückwärtig der Staumauer rauf. Das ist so geil. Welcome to France. Viel kann es geben. Da der Tag aber schon fortgeschritten ist, haben wir hier keine Zeit, uns groß aufzuhalten. Ah, es ist der Hammer. Aber da oben sogar noch ein bisschen Schnee auf den Gipfeln. Das sieht ja richtig traumhaft aus. Wir überqueren die Grenze nach Frankreich und biegen in Lans-le-Bourg nach rechts Richtung Col de Iseran ab. Ja, nachdem der Col de Iseran uns solche Probleme gemacht hat, weil er halt auf dem Runterweg erst so doll gesperrt war, haben wir jetzt das umso schönere Erlebnis, ihn nochmal in Traumwetter fahren zu können. Es sind für uns die letzten Kilometer auf der Route des Grands Alpes. Und das zufällig auch noch ausgerechnet auf dem höchsten asphaltierten Pass Europas. Ist das geil oder ist das geil? Der letzte Pass, wir haben es geschafft. Auf dem Iseran. Oh, es zieht wie Hecht so. Ich habe keine Ahnung, ob man davon was hört. Ah. Du drehst wieder? Natürlich. Kalt. Geil. Was für ein Blick. Was für eine Landschaft. Ah. Jetzt haben wir noch, keine Ahnung, 20 Kilometer, 16 Kilometer. 16 Kilometer bis zum Hotel. Ziehen wir jetzt noch durch. Man merkt allerdings, dass wir Mitte September haben. Hier oben zeigt das Thermometer noch 3 Grad und es geht ein eisiger Wind. Umso schöner ist es, dass hier in der Nebensaison auch die sonst arschteuren Hotels für normale Preise zu haben sind. Ist das gut? Also sagen wir mal, das Motorrad ist hier durchgekommen. Ui. Schicker R8 hier. Good morning vom Val d'Isère. Heute fühlt man sich echt wie so ein Michelin-Männchen in Frankreich. Aber es ist halt echt frisch und heute soll es nicht super sonnig sein. Deswegen gab es mal eine Schicht mehr. Für den letzten Tag in den Westalpen wollen wir nochmal durch Italien. Über den kleinen St. Bernhard geht es ins Aostatal und dann über den großen in die Schweiz, bevor wir die Tour im gleichen Hotel beenden, an dem wir sie am Genfersee begonnen haben. Die letzten Kilometer bis zum Gipfel, nein, Passhöhe. Beziehungsweise in dem Fall dann auch zur Ländergrenze. Frankreich, Italien. Das ist mal wieder von der Landschaft her schon irre. Kleine
St. Bernhard ist auch viel größer als ich dachte. Ganz schön krass hier oben. Fast 2200. Willkommen in Italien! Die Landschaft lässt auch hier keine Wünsche offen. Ah, ist das schön hier. Und kalt. 8 Grad mal wieder. Doch froh, dass ich mein Innenfutter in die Hose gezogen habe. Sagte er jetzt, bevor er jetzt noch 20 Grad Richtung Aoste fährt. Aber es soll ja nochmal über den großen St. Bernhard gehen. Ich glaube, dann werde ich es wieder nicht so vermissen. Wir haben es nicht eilig und das Wetter scheint erstmal zu halten. Wir machen Stops, wann immer uns danach ist. In Italien machen wir noch eine echte Kaffeepause, bevor wir unsere mobilen Daten deaktivieren und uns wieder auf den Weg in die Schweiz machen. Das sieht so gut aus. Und wir biegen ab zum Passo di San Bernardino. Nicht um in den Tunnel zu fahren. Oh, man merkt dann schon, dass die Temperatur dann auch gleich wieder anfängt rapide zu fallen. Wir hatten noch irgendwie 23, 24, 25 Grad gehabt. Jetzt sind wir schon bei 18. Was für eine Auffahrt. Das Aostatal im Rücken und die Felsen vor uns. Dieser Felsen, ey. Wie sowas entstehen kann. Und dann ragt es einfach so in den Himmel. Der große St. Bernhard ist ein absoluter Traum. Ohne Sonne ist es allerdings empfindlich kalt. Wir bleiben nicht lange hier oben, sondern machen uns an die Abfahrt. Das ist echt nochmal beeindruckend. Oh, hier kannst du ja ins Tal gucken. Ist das krass. Da war definitiv die italienische Seite schöner. Hier fährt man jetzt, seit die Kamera aus war, bin ich auch nur durch den Tunnel gefahren. Ich weiß nicht, wie lange das schon war. So schön es auf der italienischen Seite war, so ätzend fährt man in die Schweiz. Viele LKWs, viel Industrie und viel Verkehr. Und dann fängt es auch noch wieder an zu schütten. Wir lassen uns davon aber nicht die Stimmung verderben. 12 Tage waren wir unterwegs. Gut 3000 Kilometer haben wir hinter uns gebracht. Inklusive der kompletten Route des Grands Alpes und dem Großteil der Route Napoleon. Man kann einfach nur unendlich dankbar sein, dass wir so etwas in Europa vor der Haustür haben. Wenn man die Route des Grands Alpes entlang fährt, merkt man schnell, wie außergewöhnlich Europa für Motorradfahrer ist. Zwischen endlosen Pässen, kargen Gipfeln und Tälern, die sich wie eigene Welten anfühlen, findet man Straßen, die es so nur hier gibt. Anspruchsvoll, atemberaubend und voller kleiner Momente, die man nie vergisst. Für mich sind solche Reisen meist etwas sehr Persönliches. Oft bin ich allein unterwegs oder mit Annika. Und genau das liebe ich. Den eigenen Rhythmus, die Ruhe, das Gefühl, ganz bei sich zu sein. Ohne Gruppe, ohne Stimmen im Helm, nur die Straße, das Motorrad und die Gedanken, die sich mit jedem Kilometer sortieren.
Und trotzdem spürt man unterwegs, wie wertvoll echte Gemeinschaft sein kann. Wenn man doch einmal mit anderen fährt und die Dynamik in der Gruppe einfach passt. Klar, man muss sich auch anpassen, Rücksicht nehmen und auch mal 5 gerade sein lassen. Es sind Beziehungen, die auf geteilten Erlebnissen wachsen, auf Vertrauen, gegenseitigem Verständnis und der einfachen Freude daran, gemeinsam unterwegs gewesen zu sein. We're dancing in the bright light.